Ich grüße Sie ganz herzlich heute am 12. November 2020. So. Gott hat mich darum gebeten gehabt, zu filmen, und ich glaube, ich sehe gerade schon Visionen. Ich sage mal gleich dazu, ihr habt das auch, aber ihr wisst nicht, dass es eventuell Visionen sind oder eine Botschaft von Gott. Das habe ich, bevor ich wusste, dass ich medial bin, auch nicht gewusst, ehrlich gesagt. Und ich habe viele Visionen gehabt. Als ich mir dann Gedanken darüber gemacht habe, war ich eigentlich immer medial, aber ich habe das nicht als solches betrachtet gehabt, und ich habe das so hingenommen. Ich habe gedacht, das ist so. So, und eben habe ich in Bildern gesehen, und wenn ich mich gleich verbinde mit Gott oder mit Jesus, ich werde heute Jesus nehmen, dann bin ich mir sicher, dass er genau dazu etwas sagen wird und genau deshalb auch gerne will, dass ich filme. Er hat mir schon vor 2, 3 Wochen gesagt, da kommt noch was bezüglich des Coronavirus, und zwar wegen den Kindern. Und wir haben noch kein Mittel gefunden, also was man gegenwärtig benutzen könnte. Das dauert alles noch, und das ist alles auch noch in gewisser Weise in der Schwebe. Man muss erstmal abwarten. Wir stehen ja letztendlich am Anfang. Wir haben einen Impfstoff gefunden. Ja, das ist ganz toll, aber wir wissen noch gar nicht, in welche Richtung das gehen wird. Da kann sich noch so viel Neues entwickeln, und so, ich verbinde mich jetzt mit Jesus Christus, weil ich kommt noch was ganz Schlimmes auf die Kinder zu, sagt Jesus gerade, soll ich sagen, wenn die nicht geschützt werden. Und heute war im Internet ein Bericht von einer Lehrerin, die gesagt hat, obwohl es in Husum Schüler sowie auch Lehrer, ich glaube 55 Ansteckungen gibt derzeitig, und das könnte ja auch noch mehr sein. Hält sie das nicht für notwendig, eine Bremse zu ziehen? Und das ist grundgefährlich, sagt Jesus. Also wenn man
sowas sagt, dann ist das für Jesus eine Wegziehenergie, dann ist man weggezogen von solchen Menschen und es gibt solche Menschen. Die einen, die sind vorsichtig, so soll es auch sein, man muss sich immer schützen und absichern und dann, wenn man wirklich Sicherheit hat, dann auch sich sagen, da bin ich mir ganz sicher, aber auch nur dann und nicht auf Teufel komm raus, sich den Situationen einfach aussetzen, das ist nicht gut. Das ist für die Kinder auch nicht gut. Ne? Also, das sagt Jesus, da kommt noch was. Da sind zu viele, wir hatten da im Sommer so gut wie kein Virus hier in Deutschland. Ich habe vor 4, 5 Wochen gesehen gehabt, dass der Virus nach Deutschland kommt. Und darauf sollte man vertrauen. Ich bin nicht nur Medium, ich bin auch die Frau aus den Prophezeiungen, ich bin auch die Erlöserin. Also, was sie tun, ist ihre Entscheidung, aber man sollte schon, ich kann das ja beweisen, also steht ja in der Bibel, an den Früchten wird man erkannt. Und Leute, die jetzt ein Medium suchen, die sind total zufrieden mit mir. Für die bin ich top. Aber ich habe eine Weltaufgabe. Ich muss auch versuchen, sie zu erreichen. Ich muss auch die Dinge erklären, woran das liegt, wo die Ursache zu finden ist und vor allem, wo die Lösung ist. Ich bin dafür da eigentlich, um die Lösungen zu zeigen, aufzuzeigen. Und wenn man die nicht will, weil man denkt, oh, die da oder keine Ahnung, jeder reagiert ja auch anders, dann stehe ich da und sage mir, okay, dann ist das so, dumm gelaufen, ist nicht angekommen, Herrgott. Leider Gottes. Was soll ich denn dazu sagen? So, ich verbinde mich jetzt wieder mit Jesus. Unwetter noch, sagt Jesus gerade, Frankreich, viele Stürme. Spanien auch Mallorca. Das muss gereinigt werden. Also so soll ich das sagen, soll man das sehen, sollte man das sehen. Durch die Schäden, die entstehen, kann man das nicht erkennen. Man muss sehr viel Wissen und Weisheit haben und man muss einen guten Engel haben, also auf gar keinen Fall einen gefallenen Engel und so wie Cryon, sage ich mal, hochkarätige Engel, am besten die Erzengel, da macht man nichts verkehrt. Diese fremden Engel, alle, die es auch gibt, also das wage ich nicht. Da gehe ich nicht hin. Da bin ich zu stolz und
würde ich Gott viel zu sehr. Das mache ich nicht. Hätte ich auch viel zu viel Angst vor, sage ich ganz ehrlich, weil das wäre mir viel zu gefährlich. Und Jesus, da kann man nichts verkehrt machen. Also man sollte schon einen guten Engel oder wirklich guten Meister haben, auf den man sich verlassen kann, sonst ist man auch ganz schnell verlassen. Überziehen islamistische Terroristen ganz Paris mit Anschlägen. 130 Menschen sterben. Am schlimmsten trifft es die Besucher der Konzerte. Freitag, der 13. 2020. In der US-Geschichte eine offene Zurechtweisung. So, das sind die Nachrichten als Beweis, weil ich vorausgesagt bekommen habe, dass das mit dem Coronavirus noch schlimmer wird bezüglich der Kinder. Also eben war im Fernsehen eine Meldung. Der gesetzliche Krankenversicherer AOK warnt davor, dass sich der derzeitige Zusatzbeitrag in Höhe von 1,3% nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr verdoppeln könnte. Als Grund nennt AOK-Chef Litsch die Pandemie. Die Rücklagen seien aufgebraucht. Der von Gesundheitsminister Spahn zugesicherte Zuschuss in Höhe von 5 Milliarden Euro reiche bei weitem nicht aus, um die Lücken zu stopfen. Ja, aber da kommt noch mehr, ne, wenn sie nicht zu mir kommen und ich den Menschen den Drachen nehmen kann. Selbst wenn die da eine Lösung haben, sagt Jesus, dann muss er leider wieder was anderes machen und andere Zeichen, auch wieder viel über die Natur machen. Und mir geht es ja nach wie vor immer wieder dreckig durch den Drachen und durch die Seelen, die ich von ihm bekomme. Und man kriegt das ja auch zurück von Jesus und von Gott. Da habe ich auch gar nichts unbedingt mit zu tun oder ich habe gar keinen Bezug dazu, weil meine erleuchtete Seele das dann macht. Das würde ich nicht machen, liebe Leute. Also das sagt Jesus auch, weil er sagt mir schon seit 2 Wochen ungefähr, heute ist der 11.11.2020 und das würde ich nicht machen. Also auf gar keinen Fall. Sie dürfen jetzt nicht so leichtsinnig werden, ne? Und denken, ach, jetzt kommt ein Impfstoff, der kann sich noch so mutieren. Und ich freue mich natürlich, dass es einen gibt und das ist auch gut so. Aber man sollte sich lieber mal Gedanken machen, warum das alles so ist. Das ist heute auf t-online.de. Das ist der Beweis, dass ich das gesagt habe. Ich habe jetzt keine Kraft und keine Lust auch. Ich habe viel zu viel getan, mich jetzt zu filmen. Ist der schon aus der Quarantäne raus? Der ist ja wieder sehr aktiv, ne? Also, gut, ja, das war's. Das wird noch schlimmer dann. Also da kommt noch was ganz Schlimmes auf die Kinder zu. Beziehungsweise wegen den Schülern, soll ich sagen. Ja, ja, Amen.